Hast du gewusst, dass die USA Kontoinformationen mit den deutschen Behörden austauschen? Vielfach wird ja behauptet, dass die USA nicht am automatischen Informationsaustausch teilnehmen. Das ist aber tatsächlich nur die halbe Wahrheit. Wenn du als Deutscher und sehr bald auch als Schweizer in den USA ein Konto hast, dann werden Informationen zu diesem Konto an die deutschen Behörden übermittelt. Details dazu wollen wir uns in diesem Video einmal näher anschauen. Nun, der automatische Informationsaustausch nach OECD-CRS, der sogenannte Common Reporting Standard, ist ja nun schon viele Jahre hier im Einsatz. Hier tauschen also über 100 Länder untereinander Daten aus. Wenn du zum Beispiel als Deutscher ein Konto hast in Luxemburg, dann werden hier automatisch Daten deines Kontos, jedenfalls Kontosalden und solche Informationen, jährlich an die deutschen Behörden übermittelt. Wie gesagt, diesen Informationsaustausch gibt es in fast allen Ländern. Alle wichtigen Finanzzentren inklusive Länder wie zum Beispiel die Cayman Islands, Singapur, die Bahamas und so weiter und so fort, Dubai natürlich auch, machen dabei mit. Grundsätzlich hat man natürlich nichts zu befürchten, denn wie gesagt, es werden ja nur hier Salden übermittelt. Und wenn du Einnahmen, die du auf diesem Konto erzielt hast, zum Beispiel Zinsen, Kapitalerträge und sonstiges, in deinem Wohnsitzland versteuert hast, dann kann dir dieser Informationsaustausch eigentlich recht egal sein. Es ist komplett legal, ein Konto im Ausland zu haben. Es gibt dort deinerseits keine Meldepflichten. Du musst nicht melden, dass du ein solches Konto eröffnet hast. Du musst auch nicht melden, wenn du von deinem eigenen Konto in Deutschland zum Beispiel Überweisungen auf dein eigenes Konto im Ausland machst. Entsprechende Meldepflichten gelten nur bei Überweisungen über 12.500 € auf die Konten Dritter. Soweit zum Thema automatischer Informationsaustausch nach OECD-CRS. Nun, obwohl ich eben gerade gesagt habe, dass dieser automatische Informationsaustausch nicht gefährlich für dich ist, sind natürlich viele Zuschauer und Zuhörer um ihre Privatsphäre besorgt und sie wollen nicht, dass hier Daten zu ihrem Konto mit ausländischen Behörden ausgetauscht werden. Und da sind natürlich dann besonders Länder interessant, die nicht am automatischen Informationsaustausch nach OECD-CRS teilnehmen. Man muss sagen, dass es davon immer weniger Länder gibt. Bis vor einiger Zeit zum Beispiel gehörten Thailand und Georgien noch dazu. In Georgien ist es ja besonders einfach, ein Konto zu eröffnen, sogar ohne Anreise kannst du dort ein Konto eröffnen. Bisher nahm Georgien nicht am Informationsaustausch teil. Das heißt also, dein Finanzamt hat nicht erfahren, was auf dem Konto in Georgien passiert. Üblicherweise ist es so, dass man bei der Kontoeröffnung heute seine Steuernummer angeben muss und über die Steuernummer wird dann eben der Informationsaustausch sozusagen abgewickelt. Das heißt, die Steuernummer wird als Merkmal mitgeliefert, sodass diese dann hier mit den internen Daten der deutschen Steuerverwaltung gematcht werden kann. Also es gibt immer weniger Länder, die hier nicht am automatischen Informationsaustausch nach OECD-CRS teilnehmen. Es wird also immer schwieriger, ein solches Konto zu eröffnen. Aber eben es gibt ein sehr großes Land, was nicht an diesem automatischen Informationsaustausch teilnimmt. Jedenfalls war das bisher der Fall und das sind die USA. Und es ist völlig korrekt, die USA nehmen nicht an OECD-CRS teil. Das heißt, im Rahmen von OECD-CRS übermitteln die Amerikaner keine Daten an keinen Staat. Sie machen nicht mit. Punkt. Aber was viele nun vergessen ist, dass die USA ja ihren eigenen Standard haben für einen automatischen Informationsaustausch. In der Tat könnte man sagen, dass letztlich OECD-CRS bei den Amerikanern kopiert wurde. Die Amerikaner haben nämlich FATCA. Und FATCA ist eben auch ein automatischer Informationsaustausch. Dieser wird allerdings primär verwendet, um Kontoinformationen im Ausland amerikanischer Steuerzahler mit den Behörden in den USA auszutauschen.
Hat also zum Beispiel ein Amerikaner ein Konto in Deutschland, dann ist die Deutsche Bank verpflichtet, Kontoinformationen, Salden etc. an die amerikanische Steuerbehörde jährlich zu melden. Soweit, so gut. Was viele nun nicht wissen, ist, dass FATCA tatsächlich ein beidseitiger Informationsaustausch ist. Die USA haben mit Deutschland eine Vereinbarung bezüglich FATCA, dass auch Konten Deutscher in den USA unter den Informationsaustausch fallen. Das heißt, wenn du als Deutscher in den USA ein Konto bei einer amerikanischen Bank eröffnest, dann werden Kontodaten, eben Salden etc. an die deutschen Finanzbehörden gemeldet. Das alles ist wunderbar auf der Webseite des Bundeszentralamts für Steuern beschrieben. Ich will das hier mal eben zeigen. So, hier die Webseite des Bundeszentralamts für Steuern, die Seite zu FATCA. Und hier kannst du schon sehen, was in der Einleitung steht. Deutschland und die USA tauschen gegenseitig Daten über Finanzkonten aus. Dazu wurde das FATCA-Abkommen geschlossen. Das Bundeszentralamt für Steuern sendet die von deutschen Finanzinstituten gemeldeten Daten an die Bundessteuerbehörde der Vereinigten Staaten, IRS, und erhält die von US-amerikanischen Finanzinstituten gemeldeten Daten vom IRS. So, hier kannst du es schwarz auf weiß sehen und tatsächlich gilt dieses Ganze schon seit fast 10 Jahren, nämlich seit 2014. Tatsächlich wurde schon am 31. Mai 2013 das FATCA-Abkommen unterzeichnet. Die meldepflichtigen Informationen des Abkommens umfassen grundlegende Kontoinformationsdaten für das vorangegangene Kalenderjahr, Kontostand und Erträge und persönliche Angaben des gemeldeten Kontoinhabers, die zur genauen Zuordnung der Person dienen. Dazu gehören beispielsweise Vor- und Nachname, Steueridentifikationsnummer, Adresse und Geburtsdatum. Diese Daten werden alle von den amerikanischen Banken an die deutschen Behörden hier übermittelt. Hier kannst du es schwarz auf weiß sehen. Zwar nehmen die USA nicht an OECD-CAS teil, aber eben FATCA ist auch ein gegenseitiger Informationsaustausch. Wie ich in der Einleitung schon gesagt habe, werden nun ab 2027 auch Konten von Schweizern in den USA an die Schweizer Steuerbehörden gemeldet. Für die Schweiz gilt dann im Grunde genommen entsprechend, was ich hier gerade eben für Deutschland vorgelesen habe. Der Datenaustausch findet eben im gleichen System statt. Es ist FATCA. So, nun muss man natürlich hier diese Sache richtig einordnen, diese Informationen, die ich dir gerade eben gegeben habe. Also zunächst mal, es betrifft nur persönliche Konten. Konten amerikanischer Gesellschaften, LLCs, Corporations und so weiter und so fort sind davon nicht betroffen. Diese Gesellschaften gelten ja als amerikanische Steuersubjekte und daher gibt es hier keinen Informationsaustausch, selbst wenn diese Gesellschaften zum Beispiel einen deutschen Gesellschafter haben. Der Informationsaustausch bezieht sich tatsächlich nur auf persönliche Konten. Konten also von natürlichen Personen. So, und nun kommt noch eine andere Sache, die ziemlich wichtig ist, damit du diese Information richtig einordnen kannst. Wenn du heute nach Amerika reist und zu einer amerikanischen Bank gehst und sagst, ich möchte hier ein privates Konto eröffnen, ich lebe in Deutschland, hier ist meine deutsche Steuernummer, hier ist mein deutscher Adressnachweis, hier ist mein deutscher Pass, dann wird diese Bank dich ablehnen. Sie wird kein Konto für dich eröffnen. Es ist also praktisch nicht möglich, in den USA zumindest ein Girokonto zu eröffnen mit einer deutschen Adresse, mit einer deutschen Steuernummer und einem deutschen Pass. 99% der amerikanischen Banken, zumindest wenn du einfach in eine Filiale läufst, eröffnen nur Konten, wenn du eine amerikanische Adresse und eine amerikanische Steuernummer hast. Das ist ähnlich wie in Deutschland. Stell dir vor, ein Amerikaner marschiert in ein deutsches Finanzinstitut, sagen wir mal eine Sparkasse, eine deutsche Bank und sagt, ich bin Amerikaner, ich wohne in Amerika, ich möchte hier gerne ein Konto eröffnen, weil mir die deutschen Banken so gut gefallen. Was denkst du, was diese Bank macht, diese Sparkasse? Man wird ihm den Vogel zeigen und sagen, tut mir leid, können wir leider nicht machen.
Das Gleiche passiert auch in den USA. Tatsächlich ist es so, dass wir Mandanten, die ein amerikanisches Konto wollen, dazu raten, sich eine amerikanische Steuernummer, eine ITIN zu besorgen und irgendwo eine amerikanische Postadresse, zum Beispiel bei einem Verwandten, Freund, Familienmitglied oder auch bei einem spezialisierten Adressanbieter. Übrigens, mit den meisten Adressanbietern funktioniert das nicht, denn diese sind bekannt bei den Banken als einfache Mailbox-Anbieter und das funktioniert nicht. Du kannst nicht zu einer amerikanischen Bank gehen und sagen, hier, ich habe eine Mailbox irgendwo in New York eingerichtet, ich möchte gerne ein Konto öffnen. Das akzeptiert die Bank nicht. Aber es gibt spezialisierte Adressanbieter und diese Adressanbieter sind nicht bekannt als Mailbox-Anbieter, als eben solche Dienstanbieter und diese kann man dann verwenden. Das heißt also, wenn du ein amerikanisches Konto eröffnen möchtest, dann raten wir dir, dass du eine amerikanische Steuernummer besorgst und eben eine solche Adresse und dann zur Bank gehst und sagst, ich möchte jetzt ein Konto eröffnen. Hier ist meine Adresse, hier ist meine Steuernummer und möglicherweise noch hier mein Pass oder Führerschein als ID. Wenn du diese Dokumente vorlegst, von denen ich gerade gesprochen habe, dann wirst du damit nicht als Steuerausländer registriert, sondern als Steuerinländer. Somit fällst du nicht unter den amerikanischen Informationsaustausch FATCA. Ist ja klar. Darunter würdest du nur fallen, wenn du eben in den USA ein Konto hast mit deutscher Steuernummer, mit deutscher Adresse. Dann würden sie dich als Steuerausländer registrieren und dann würde der Informationsaustausch stattfinden. De facto machen dies aber amerikanische Banken nicht. Das heißt also, obwohl es zwar theoretisch einen Informationsaustausch gibt, amerikanischer Banken mit den deutschen Behörden, läuft dieser in den meisten Fällen ins Leere, denn Deutsche, die dort ein Konto haben, sind als Steuerinländer registriert, führen ein Konto als Steuerinländer und nicht als Steuerausländer. Nun könntest du also sagen, das ist ja eine komplett nutzlose und sinnlose Compliance, die hier amerikanische Banken machen. Die prüfen ja nicht mal richtig nach, ob das eine wirkliche Wohnsitzadresse ist, ob ich wirklich einen Aufenthaltstitel in den USA habe. Ja, so kann man argumentieren, aber so sind eben nun mal die Geschäftspraktiken in den USA. Die Amerikaner kennen diese Situation vor allen Dingen von illegalen Einwanderern, die aus Mexiko kommen. Wenn sich ein Mexikaner hier in den USA aufhält, wird er auch eine Steuernummer bekommen, wenn er es richtig macht. Ich rede von einer ITIN, nicht von einer SSN. Er wird irgendwo einen Adressnachweis herbekommen und wenn er es richtig macht, kann er auch einen amerikanischen Führerschein bekommen, wobei das gar nicht unbedingt notwendig ist für die Kontoeröffnung. Aber er wird diese Dinge bekommen und kann dann ein Konto bei der Bank bekommen. Das heißt, wenn du dort als Deutscher hingehst mit den Daten, die ich gerade eben genannt habe, wirst du ein Konto bekommen. Insgeheim wird vielleicht der Bankmitarbeiter denken, naja, es handelt sich mal wieder hier um einen illegalen Einwanderer. Aber es ist komplett erlaubt und legal in den USA, dass illegale Einwanderer ein Konto eröffnen. Man muss nicht vorzeigen, dass man in dem Land einen Aufenthaltstitel hat. Natürlich gibt es einen entscheidenden Unterschied zwischen dir und einem illegalen mexikanischen Einwanderer, der in den USA lebt. Der illegale Einwanderer lebt tatsächlich in den USA und ist tatsächlich in den USA unbeschränkt steuerpflichtig. Ob er seine Steuern bezahlt, das ist eine ganz andere Frage, aber er ist dort tatsächlich steuerpflichtig. Du bist es nicht, denn du lebst ja nicht in den USA. Du bist in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig. Wenn du also das Kontoeröffnungsformular bei der Bank unterschreibst, musst du ja bestätigen, dass die Informationen, die du in diesem Formular machst, korrekt sind. Es wäre natürlich ein Problem, wenn du hier lügen würdest zu deinem Steuerwohnsitz. Du musst also genau prüfen, was hier in den Formularen der Bank abgefragt wird. Wird hier abgefragt, dass die USA zum Beispiel dein einziger Steuerwohnsitz sind? Wird hier abgefragt, ob du in einem anderen Land möglicherweise steuerpflichtig bist? Ich kann dir nur davon abraten, falsche Informationen hier der Bank zu geben, denn das ist ja schon mehr oder weniger die Vorstufe zur Geldwäsche. Ich habe mir allerdings gedacht, dass wir uns einmal die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank of America anschauen. Das ist ja eine der größten Banken in den USA. Dort kannst du in eine Filiale hineinlaufen mit den Informationen, die ich dir vorhin genannt habe und dein Konto eröffnen.
Und schauen wir mal, was die Bank of America tatsächlich hier für Geschäftsbedingungen hat, was sie hier vorschreibt und nach was sie fragt. Das sind also die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank of America vom 17. Mai 2024 für Kontoeröffnung. Kannst du dir vom Internet runterladen, gibt es hier ganz einfach zu finden. Jetzt scrollen wir hier mal ein bisschen runter. Information about you and your account. Information you give us. When you open a deposit account with us, deposit account heißt einfach ein ganz normales Bankkonto, you give us information about yourself and confirm that it is correct. We enter the information into our records. We may rely on that information until you notify us of a change and we have had a reasonable time to act on the new information. Also die Bank verlässt sich darauf, dass die Information, die du ihr gibst, korrekt ist und natürlich, dass diese Daten dann im System erfasst werden. So, nun der interessante Teil Identification. Federal law, including the USA Patriot Act, requires all financial institutions to obtain, verify and record information that identifies each customer who opens an account with that financial institution. Das heißt also US-Bundesgesetz, der USA Patriot Act, der ja nach dem Anschlag auf das World Trade Center hier eingeführt wurde. Er macht es erforderlich, dass hier Kunden identifiziert werden. When you apply for an account, we will ask you for your legal name, address, date of birth and your taxpayer identification number. Du gibst in deine Adresse in den USA, deinen Ausweis und deine Taxpayer Identification Number, deine TIN, also deine amerikanische Steuernummer. For business accounts, we may require identification information related to controlling manager and or equity owners of your business. Also hier müssen die wirtschaftlich Berechtigten oder Geschäftsführer identifiziert werden. We may require one or more forms of unexpired photo identification, also fotografische ID. We may validate the information you provide to us to ensure we have a reasonable assurance of your identity. We may contact you for additional information. If your account is funded before we verify your information, you may not have access to your funds. Also, wenn du hier Geld auf das Konto überweist, bevor die Verifikation abgeschlossen ist, dann kannst du auf die Funds möglicherweise nicht zugreifen. If we are not able to verify your identity to our satisfaction, we will not open your account or we may close the account if it was previously funded. Hier steht nichts drin, dass die Bank of America Konten nur für amerikanische Staatsbürger eröffnet oder jene, die möglicherweise noch einen steuerlichen Wohnsitz in einem anderen Land haben. Hier steht drin, dass du denen eine Adresse geben musst. Das tust du, deine amerikanische Adresse. Hier wird nicht näher beschrieben, welche Adresse hier zu nennen ist. Und natürlich deine korrekte Steuernummer. Hier wird nicht näher beschrieben, welche Steuernummer du der Bank geben musst. Hier wird nicht danach gefragt, in welchen Ländern du sonst noch steuerpflichtig bist. Also kannst du sagen, selbst wenn du in Deutschland hier steuerpflichtig bist und nicht in den USA, der Bank aber dennoch die Informationen nennst, die ich dir vorhin genannt habe, dann sollte es gemäß diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen, der Bank of America zumindest, komplett legal sein, dort ein Konto zu eröffnen, ohne gegen die in den USA gültigen Vorschriften gegen die Geldwäsche hier zu verstoßen. Das musst du aber natürlich individuell prüfen, möglicherweise durch einen Anwalt prüfen lassen, bevor du hier ein Konto eröffnest. Es gibt ja tausende Banken in den USA, es gibt natürlich die großen Banken, aber auch sehr viele kleine Banken. Hier musst du also sicher sein, dass du natürlich korrekt vorgehst, damit du hier kein Problem bekommst. Abschließend möchte ich noch ein drittes Mal sagen, dass das Ganze aus deutscher Sicht komplett legal ist. Du tust dir aus deutscher Sicht nichts Illegales. Wie wir gerade eben festgestellt haben, verstößt du wahrscheinlich auch nicht gegen amerikanische Vorschriften. Das muss man nochmal prüfen. Wie gesagt, diesen Punkt würde ich sehr ernst nehmen. Somit hast du also dann, wenn du willst, ein Konto in den USA. Mit diesem Konto bist du vor dem automatischen Informationsaustausch geschützt. Und dieses Konto kann dir möglicherweise nützlich sein im Hinblick auf das kommende EU-Vermögensregister und eben auch das zentrale EU-Kontenregister, das ja spätestens im Juli 2029 live gehen wird. Hier haben dann Ermittlungsbehörden und Finanzbehörden Zugang auf Kontoinformationen,
aller EU-Kontoinhaber plus auf detaillierte Daten der letzten 5 Jahre. Da kann es also sinnvoll sein, ein Konto in den USA zu haben. Vor allen Dingen, wenn du in den USA nicht steuerpflichtig bist, denn dann haben die Amerikaner relativ wenig Interesse an dir. Wenn Vermögensschutz, Auswandern und ähnliche Themen für dich wichtig sind, wenn du darüber nachdenkst, einen Plan B zu etablieren, wenn du dich vor der immer größeren Machtfülle der EU schützen willst, dann lade ich dich ein, jetzt ein Beratungsgespräch zu buchen. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, sich dort steuerlich optimal aufzustellen, Unternehmen zu gründen, Vermögen aufzubauen, Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.